Auf dem Foto sehe ich 3 junge Frauen. Im Vordergrund sitzen die 3 Frauen auf einer Bank. Im Hintergrund sehe ich noch andere Menschen, die im Park spazieren gehen. Die Frau links trägt eine orangefarbene Jacke und eine braune Mütze. Die Frau in der Mitte trägt einen dunkelgrünen Pullover und einen Schal. Die Frau rechts trägt einen beigen Mantel und einen dunklen Schal. Alle 3 tragen dunkle Hosen. Die Frau links hat schwarze, lockige Haare. Die Frau in der Mitte hat braune, lange und wellige Haare. Die Frau rechts hat blonde und kurze Haare. Die Frauen sehen sehr glücklich und entspannt aus. Sie scheinen gute Freundinnen zu sein. Ich habe den Eindruck, dass sie viel Spaß zusammen haben, weil alle 3 herzlich lachen. Außerdem sehe ich 2 Kaffeebecher und ein Handy. Die Frau in der Mitte hält das Handy in der Hand. Daneben, auf der Bank, steht ein blauer Rucksack. Im Hintergrund befinden sich große Bäume mit bunten Blättern und alte Straßenlampen. Sie sind draußen, sie sitzen draußen auf einer Holzbank im Park. Sie lachen und unterhalten sich. Die Frau in der Mitte zeigt ihren Freundinnen etwas auf dem Handy. Ich glaube, sie schauen zusammen lustige Fotos oder Videos an. 2 Frauen trinken dabei einen Kaffee. Das Thema des Fotos ist Freundschaft. Das Foto thematisiert auch Freizeit und Mediennutzung. Das Foto wurde im Park fotografiert. Es ist Herbst, weil die Blätter orange und gelb sind und auf dem Boden liegen. Das Foto zeigt eine Situation aus dem Alltag. Freundinnen treffen sich in ihrer Freizeit. Ich kenne diese Situation sehr gut. Bei uns ist das genauso. In meiner Heimat, in der Türkei, habe ich viele gute Freunde. Als ich ein Kind war, haben wir uns jeden Tag draußen getroffen und zusammen gespielt. In Deutschland habe ich jetzt auch neue Freunde aus meinem Deutschkurs. Wir treffen uns oft am Wochenende, trinken zusammen Kaffee und sprechen über unser Leben. Meine Erfahrung mit Freundschaft ist sehr gut, weil gute Freunde in einem fremden Land wie eine Familie sind. Triffst du dich auch oft mit deinen Freunden? Was macht ihr zusammen? Ja, ich treffe mich oft mit meinen Freunden, meistens am Wochenende. Wir trinken zusammen Kaffee oder Tee und unterhalten uns. Manchmal gehen wir auch im Park spazieren oder kochen zusammen bei mir zu Hause. Ich lade meine Freunde gerne zu mir nach Hause ein. Sind Freunde für dich wichtig? Warum? Ja, Freunde sind für mich sehr wichtig, weil ich ohne meine Familie in Deutschland lebe. Gute Freunde helfen mir, wenn ich Probleme habe. Mit ihnen kann ich über alles sprechen und ich fühle mich nicht allein. Für mich sind gute Freunde wie eine zweite Familie. Auf dem Bild sehe ich 2 Personen, eine Frau und einen Mann. Es handelt sich um eine Ärztin und ihren Patienten. Links ist die Ärztin zu sehen, rechts sitzt der Patient. Die Frau ist ungefähr 40 Jahre alt, der Mann ist etwas älter, vielleicht 50. Die Ärztin trägt einen weißen Kittel und darunter eine blaue Bluse. Um den Hals hat sie ein Stethoskop. Der Mann trägt ein blau-weiß kariertes Hemd. Die Frau hat blonde, lange Haare mit einem Pferdeschwanz. Der Mann hat graue und kurze Haare. Die Ärztin sieht freundlich und ruhig aus. Sie lächelt. Der Patient scheint konzentriert zu sein. Er hört genau zu. Es hat den Anschein, dass er keine Angst hat, weil die Ärztin alles gut erklärt. Ich habe den Eindruck, dass die beiden ein gutes Gespräch führen. Außerdem sehe ich einen Schreibtisch. Darauf stehen ein Laptop, ein Computer, ein Glas Wasser und Stifte. Die Ärztin hält ein Klemmbrett mit einem Dokument in der Hand und zeigt mit einem Stift darauf. Im Hintergrund befinden sich ein Regal mit Ordnern, medizinische Geräte und ein großes Fenster. Am rechten Bildrand ist ein Untersuchungsstuhl zu sehen. Sie sind drinnen. Sie sitzen in einem hellen Zimmer und sprechen miteinander. Die Ärztin erklärt dem Patienten etwas. Sie zeigt ihm die Ergebnisse auf dem Papier. Der Mann hört aufmerksam zu. Ich denke, dass sie über seine Gesundheit oder über eine Behandlung sprechen. Wahrscheinlich hat der Mann eine Untersuchung gemacht und bekommt jetzt die Resultate. Das Thema des Fotos ist Gesundheit. Das Foto thematisiert auch den Arztbesuch. Das Foto wurde in einer Arztpraxis aufgenommen. Das Foto zeigt eine typische Situation beim Hausarzt. Ein Gespräch zwischen Ärztin und Patient. Ich kenne diese Situation gut. Bei uns ist das ähnlich. In meinem Heimatland, in der Türkei, gehe ich normalerweise nur zum Arzt, wenn ich wirklich krank bin. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Hier gehen viele Menschen einmal im Jahr zur Kontrolle, auch wenn sie gesund sind. Das finde ich sehr gut. Letzten Winter war ich stark erkältet und bin zu meiner Hausärztin gegangen. Sie war sehr nett und hat mir Medikamente gegeben. Nach einer Woche war ich wieder gesund. Meine Erfahrung mit Ärzten in Deutschland ist gut, weil man ohne Termin in die Sprechstunde gehen kann und die Krankenkasse fast alles bezahlt. Wie oft gehst du zum Arzt?
Gehst du auch zur Kontrolle? Ich gehe nicht so oft zum Arzt, nur wenn ich krank bin. Zum Beispiel war ich letzten Winter stark erkältet und hatte Fieber. Da bin ich zu meiner Hausärztin gegangen. Aber ich möchte in Zukunft auch einmal im Jahr zur Kontrolle gehen, weil das für die Gesundheit sehr wichtig ist. Was machst du, um gesund zu bleiben? Ich versuche gesund zu leben. Ich esse viel Obst und Gemüse und trinke viel Wasser. Am Wochenende gehe ich oft spazieren oder fahre Fahrrad. Ich schlafe auch genug, ungefähr 7 Stunden pro Nacht. Wenn ich Stress habe, mache ich eine Pause und trinke einen Tee. Ich sehe auf dem Foto einen jungen Mann. Er ist ungefähr 25 Jahre alt. Er steht allein vor einem Wohnhaus. Im Zentrum des Bildes sind bunte Mülltonnen zu sehen. Der Mann trägt eine dunkelgrüne Jacke, darunter einen grauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. An den Füßen hat er Sportschuhe. Er hat blonde und kurze Haare. Der Mann sieht konzentriert und ruhig aus. Er scheint gelassen zu sein. Ich habe den Eindruck, dass Mülltrennung für ihn ganz normal ist. Wahrscheinlich macht er das jede Woche. Im Vordergrund sehe ich 4 Mülltonnen. Eine gelbe Tonne für Plastik und Metall. Eine blaue Tonne für Papier. Eine braune Tonne für Bioabfall und einen großen grünen Container für Altglas. Vor dem Container steht eine Stofftasche. Darin sind leere Flaschen. Im Hintergrund befinden sich alte Wohnhäuser mit Balkonen und Blumen. Links neben der Haustür steht ein Fahrrad an der Wand. Er ist draußen. Er steht draußen auf der Straße, vor einem Wohnhaus. Der Mann trennt seinen Müll. Er hält eine Glasflasche in der Hand und wirft sie in den grünen Container. Ich glaube, er hat den Müll von der ganzen Woche gesammelt und bringt jetzt alles nach unten. Ich denke, dass er umweltfreundlich leben möchte. Das Thema des Fotos ist Mülltrennung. Das Foto thematisiert auch Umweltschutz und das Leben in Deutschland. Das Foto wurde auf der Straße vor einem Wohnhaus aufgenommen. Das Foto zeigt eine typische Alltagssituation in Deutschland. Ein Mann bringt seinen Müll zu den Tonnen und trennt ihn richtig. Ich kenne diese Situation aus meinem Alltag sehr gut. In meinem Heimatland, in der Türkei, ist das ganz anders. Dort gibt es meistens nur eine Tonne für allen Müll zusammen. Als ich neu in Deutschland war, war die Mülltrennung für mich sehr kompliziert. Ich wusste nicht, was kommt in die gelbe Tonne, was kommt in die blaue Tonne. Einmal habe ich Glas in die falsche Tonne geworfen und mein Nachbar hat es mir dann freundlich erklärt. Jetzt trenne ich meinen Müll jeden Tag. Papier, Plastik, Bioabfall und Glas. Meine Erfahrung mit der Mülltrennung ist gut, weil sie wichtig für die Umwelt ist. Wenn wir den Müll trennen, dann können wir viele Materialien recyceln. Trennst du auch deinen Müll? Wie machst du das? Ja, ich trenne meinen Müll jeden Tag. In meiner Küche habe ich 3 kleine Eimer. Einen für Plastik, einen für Papier und einen für Bioabfall. Die Glasflaschen sammle ich in einer Tasche und bringe sie einmal pro Woche zum Glascontainer. Am Anfang war das schwierig für mich, aber jetzt ist es ganz normal. Ist Mülltrennung in deinem Heimatland auch so wichtig wie in Deutschland? Nein, bei uns ist das ganz anders. In der Türkei gibt es in vielen Städten nur eine Tonne für allen Müll. Aber ich finde das deutsche System besser, weil Recycling gut für die Umwelt ist. Ich hoffe, dass es in meinem Heimatland in Zukunft auch mehr Mülltrennung gibt. Auf dem Foto sind 3 Personen zu sehen. 2 Frauen und ein Mann. Links sitzt eine junge Frau. Sie ist die Bewerberin. Rechts sitzen eine Frau und ein Mann. Sie arbeiten wahrscheinlich in der Firma. Im Hintergrund sehe ich noch andere Menschen, die im Büro arbeiten. Die junge Frau trägt einen dunkelblauen Blazer und darunter eine weiße Bluse. Sie ist sehr elegant angezogen. Die ältere Frau trägt einen grauen Blazer und der Mann einen dunklen Anzug mit einer Brille. Die Bewerberin hat braune Haare mit einem Dutt. Die Frau rechts hat dunkle, schulterlange Haare. Der Mann hat graue, kurze Haare. Die junge Frau sieht selbstbewusst aus, aber vielleicht ist sie auch ein bisschen nervös. Das kann man nicht sehen, denn der Schein ist nicht immer die Realität. Die 2 Personen rechts sehen freundlich und interessiert aus. Es hat den Anschein, dass das Gespräch gut läuft, weil alle lächeln. In der Mitte des Bildes sehe ich eine blaue Mappe. Darin ist der Lebenslauf der Bewerberin. Auf dem Tisch stehen 2 Laptops und Wassergläser. Daneben liegen ein Notizbuch und Stifte.
Im Hintergrund befindet sich ein modernes Büro mit Glaswänden und grünen Pflanzen. Am linken Bildrand hängt ein Fernseher an der Wand. Sie sind drinnen. Sie sitzen in einem Besprechungsraum in einem modernen Büro. Die junge Frau hat ein Vorstellungsgespräch. Sie gibt der Frau ihre Bewerbungsmappe mit dem Lebenslauf. Die 2 Personen von der Firma stellen ihr wahrscheinlich Fragen über ihre Ausbildung und ihre Berufserfahrung. Ich denke, dass die junge Frau diese Stelle wirklich bekommen möchte, weil sie sich gut vorbereitet hat. Das Thema des Fotos ist Arbeitssuche und Bewerbung. Das Foto thematisiert auch Berufe und Arbeit. Das Foto wurde in einem Büro aufgenommen. Das Foto zeigt eine typische Situation bei einem Vorstellungsgespräch in einer Firma. Ich kenne diese Situation aus meinem eigenen Leben. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich viele Bewerbungen geschrieben. Das war am Anfang schwierig, weil eine deutsche Bewerbung ganz anders ist als in meinem Heimatland. In der Türkei ist der Lebenslauf oft kürzer und man braucht nicht so viele Dokumente. Hier braucht man einen Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben und Zeugnisse. Mein erstes Vorstellungsgespräch auf Deutsch war sehr stressig, ich war total nervös, aber die Leute waren nett und haben langsam gesprochen. Meine Erfahrung mit Bewerbungen in Deutschland ist jetzt gut, weil ich viel gelernt habe. Wenn man sich gut vorbereitet, dann hat man keine Angst mehr. Hast du schon einmal ein Vorstellungsgespräch gehabt? Wie war das? Ja, ich hatte schon ein paar Vorstellungsgespräche. Mein erstes Gespräch auf Deutsch war sehr stressig, weil ich sehr nervös war und Angst vor Fehlern hatte. Aber die Personen waren freundlich und haben mir einfache Fragen gestellt. Zum Beispiel über meine Ausbildung und meine Stärken. Am Ende war es gar nicht so schlimm. Jetzt bereite ich mich immer gut vor und bin viel ruhiger. Wie findet man in deinem Heimatland eine Arbeit? Ist das anders als in Deutschland? Bei uns ist das ein bisschen anders. In der Türkei findet man Arbeit oft über Familie und Freunde. Die Bewerbung ist nicht so formell wie in Deutschland. Hier muss man einen langen Lebenslauf, ein Bewerbungsschreiben und viele Zeugnisse schicken. Das deutsche System ist am Anfang kompliziert, aber ich finde es auch fair, weil die Qualifikation wichtig ist. Das Bild zeigt 4 Personen. Im Vordergrund laufen eine junge Frau und ein junger Mann nebeneinander. Dahinter, im Hintergrund, sehe ich noch 2 andere Jogger. Alle Personen sind ungefähr zwischen 25 und 35 Jahre alt. Die Frau trägt eine hellgraue Sportjacke, eine dunkle Leggings und Sportschuhe. Der Mann daneben trägt ein blaues T-Shirt, eine schwarze kurze Hose und graue Laufschuhe. Am Arm hat er eine Sportuhr. Die Frau hat braune Haare mit einem Pferdeschwanz. Der Mann hat dunkle und kurze Haare. Die beiden sehen glücklich und motiviert aus. Sie lächeln beim Laufen. Die Frau scheint ein bisschen müde zu sein, aber sie macht weiter. Ich habe den Eindruck, dass ihnen der Sport viel Spaß macht. Womöglich laufen sie jede Woche zusammen. Die Frau hält eine blaue Wasserflasche in der Hand. Am linken und rechten Bildrand stehen große Bäume mit orangefarbenen und gelben Blättern. Auf dem Weg liegen viele Blätter. Im Hintergrund befindet sich eine grüne Wiese und dahinter kann man ein paar Spaziergänger sehen. Sie sind draußen. Sie laufen draußen auf einem Weg im Park. Die Personen joggen zusammen im Park. Die Frau und der Mann unterhalten sich vielleicht beim Laufen. Ich glaube, sie sind eine kleine Laufgruppe und trainieren zusammen. Ich denke, dass sie am Morgen laufen, weil das Licht noch weich ist. Das Thema des Fotos ist Sport und Aktivitäten. Das Foto thematisiert auch Gesundheit und Freizeit. Das Foto wurde im Park fotografiert. Es ist Herbst, weil die Blätter bunt sind und auf dem Weg liegen. Das Foto zeigt eine typische Freizeitsituation. Menschen machen zusammen Sport, an der frischen Luft. Ich kenne diese Situation aus meinem eigenen Leben. Als ich in der Türkei war, habe ich oft mit meinen Freunden Fußball gespielt. Hier in Deutschland ist das ein bisschen anders. Ich habe nicht so viel Zeit, aber ich versuche 2-mal pro Woche im Park zu joggen. Am Anfang konnte ich nur 10 Minuten laufen und war total müde. Jetzt schaffe ich schon 30 Minuten. Wenn ich mit einem Freund zusammenlaufe,
Dann ist es viel leichter, weil wir uns gegenseitig motivieren. Meine Erfahrung mit Sport ist sehr gut, weil ich danach weniger Stress habe und besser schlafe. Machst du auch Sport? Welchen Sport magst du? Ja, ich jogge 2-mal pro Woche im Park, meistens am Morgen vor der Arbeit. Früher, in der Türkei, habe ich oft mit meinen Freunden Fußball gespielt. Das vermisse ich ein bisschen. Am Anfang war das Joggen sehr schwer für mich, aber jetzt schaffe ich schon 30 Minuten ohne Pause. Warum ist Sport wichtig für dich? Sport ist für mich sehr wichtig, weil er gut für den Körper und den Kopf ist. Wenn ich Sport mache, dann habe ich weniger Stress und schlafe besser. Außerdem macht Sport mit Freunden viel Spaß. Man motiviert sich gegenseitig und kann danach zusammen einen Kaffee trinken. Es handelt sich um ein Foto von einer großen Familie. Ich sehe auf dem Bild 9 Personen. Eine ältere Frau, einen älteren Mann, 4 Erwachsene und 3 Kinder. In der Mitte sitzt die Großmutter. Ich denke, es sind 3 Generationen zusammen. Die Großeltern, die Eltern und die Enkelkinder. Die Großmutter trägt eine blaue Strickjacke und darunter eine gemusterte Bluse. Sie trägt auch eine Brille. Der Großvater trägt einen braunen Pullover. Der Mann links trägt ein blaues Hemd und die Frau daneben einen hellen Pullover. Das Mädchen rechts trägt ein rosa Oberteil. Die Großmutter hat graue, kurze Haare. Der Großvater hat auch graue Haare. Der Mann links hat dunkle Haare und einen Bart. Das kleine Mädchen rechts hat blonde, lange Haare. Alle Personen sehen sehr glücklich aus. Die Kinder scheinen besonders aufgeregt zu sein, weil sie lachen und klatschen. Die Großmutter sieht konzentriert aus, weil sie gerade die Kerzen ausbläst. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Familie diesen Moment genießt. Im Zentrum des Bildes steht ein Geburtstagskuchen auf dem Tisch. Darauf sind Kerzen mit der Zahl 75. Auf dem Tisch, sehe ich außerdem Teller, Gläser und Kerzen. Am oberen Bildrand hängen bunte Luftballons und eine Girlande. Rechts auf einer Kommode liegen viele Geschenke. Im Hintergrund befindet sich ein Bücherregal. Und an der Wand hängen Familienfotos. Sie sind drinnen. Sie feiern in der Wohnung, wahrscheinlich im Wohnzimmer. Die Familie feiert den 75. Geburtstag der Großmutter. Die Oma bläst die Kerzen auf dem Kuchen aus. Die anderen klatschen und singen vielleicht ein Geburtstagslied. Ich glaube, dass sie danach zusammen den Kuchen essen und die Oma ihre Geschenke öffnet. Das Thema des Fotos ist eine Geburtstagsfeier. Das Foto thematisiert auch Familie und Feste feiern. Das Foto wurde in der Wohnung aufgenommen. Das Foto zeigt eine Situation aus dem Familienleben. 3 Generationen feiern zusammen einen runden Geburtstag. Ich kenne diese Situation sehr gut aus meiner Familie. Bei uns ist das genauso. In meinem Heimatland, in der Nigeria, sind Familienfeste sehr wichtig. Als ich ein Kind war, haben wir die Geburtstage immer bei meiner Großmutter gefeiert. Meine Mutter und meine Tanten haben viel gekocht und die ganze Familie ist gekommen. Manchmal mehr als 20 Personen. Letztes Jahr hat meine Mutter ihren 60. Geburtstag gefeiert. Leider konnte ich nicht in die Nigeria fliegen, aber wir haben einen Videoanruf gemacht. Das war schön, aber ein bisschen traurig. Meine Erfahrung mit Familienfesten ist sehr gut, weil die ganze Familie zusammenkommt und man viele schöne Erinnerungen hat. Wie feierst du Geburtstage in deiner Familie? In meiner Familie feiern wir Geburtstage immer zusammen. Wir essen einen Kuchen, singen ein Geburtstagslied und geben kleine Geschenke. In der Nigeria kommt oft die ganze Familie zusammen, auch die Tanten, Onkel und Cousins. Meine Mutter kocht dann den ganzen Tag. Hier in Deutschland feiere ich meinen Geburtstag mit meinen Freunden. Sind Familienfeste in deinem Heimatland wichtig? Warum? Ja, Familienfeste sind bei uns sehr wichtig, weil die Familie in der Nigeria eine große Rolle spielt. Bei einem Fest kommen oft mehr als 20 Personen zusammen. Die Großeltern sind dabei besonders wichtig, alle besuchen sie gerne. Ich finde das schön, weil man so den Kontakt zur Familie nicht verliert.